Ich mag meinen Alfa Romeo Giulietta QV wirklich sehr, aber wie es nun mal mit italienischen Autos so ist, gibt es hin und wieder ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Deswegen zeige ich euch heute, wie ich die Beleuchtung der Tankanzeige für ein paar Euro oder ein wenig Arbeit repariert habe. Viel Spaß! Zuerst müssen wir natürlich das komplette Tachoelement ausbauen. Dafür entfernt man zuerst die beiden Verkleidungen, welche nur mit ein paar Metallklammern gehalten werden. Hierfür ist ein Werkzeug aus Plastik empfehlenswert, um nicht zu beschädigen, die große Verkleidung lässt sich aber auch per Hand abziehen. Danach lösen wir die beiden T25-Schrauben am Tacho, welche links und rechts am Rand sitzen. Zuletzt entfernt man noch die eingehakte Lederabdeckung der Lenksäule, zieht das Bauteil Richtung Lenkrad heraus und löst den Stecker an der Rückseite. Das Ganze ist relativ einfach und dauert nur wenige Minuten, wenn man weiß, wie es geht. Am Schreibtisch angekommen, habe ich das Ganze an 12 Volt angeschlossen und siehe da, die Tankanzeige leuchtet nicht. Beim Fahren ging die Beleuchtung hin und wieder mal, aber in letzter Zeit blieb diese meistens dunkel. Somit kann der wohl vorhandene Wackelkontakt aber nicht am Stecker oder Kabel liegen, sondern es muss etwas auf der Platine sein, was kaputt ist. Also habe ich damit angefangen, das Ganze zu zerlegen, indem ich zuerst die Abdeckung von der Elektronik gelöst habe. Zusammengehalten wird dies mit ein paar Plastikclips am Rand, welche sich mit etwas Geduld problemlos lösen lassen. Als nächstes habe ich die Zeiger sowie auch die Beschriftung durch Drehen und Ziehen entfernt. Nun sehen wir bereits, dass sich auf der Platine viele LEDs befinden. Um an diese richtig dran zu kommen, habe ich als nächstes die Rückseite abgenommen, welche nur durch zwei weiße Plastikclips gehalten wird. Auf dieser Seite der Platine befindet sich neben den Stellmotoren der Tachonadeln auch der Hauptprozessor sowie fast alles weitere an Elektronik. Im nächsten Schritt habe ich die weiteren weißen Clips am Rand gelöst, damit die Verkleidung auf der LED-Seite entfernt werden kann. Auch das LCD lässt sich mit Hilfe von 4 Clips ähnlich leicht demontieren. Hier muss allerdings darauf geachtet werden, dass der Stecker des Flachbandkabels vollständig gelöst ist. Nachdem ich nach wenigen Minuten und alle LEDs vor mir hatte, war der Fehler auch schnell gefunden. Ich habe die Stelle gefunden, warum mein Tacholicht manchmal spinnt. Wenn ich da drauf drücke auf die LED, geht das Licht manchmal nicht. Da ist der Wackelkontakt drin. Ein Wackelkontakt an der unteren LED der Tankanzeige. Ich hatte gehofft, dass hier nur eine Lötstelle gebrochen war, allerdings half auch Neuverlöten der LED nichts. Somit gehe ich davon aus, dass die LED in sich beschädigt war. Die verbauten SMD-LEDs haben den Formfaktor 3528, davon habe ich mir bei eBay dann für 3,50 Euro 50 Stück bestellt, welche innerhalb von 24 Stunden in meinem Briefkasten lagen. Mit einem Lötkolben habe ich die beiden alten LEDs der Tanco entlötet sowie durch neue ersetzt und siehe da, der Fehler war behoben. Die neu verbauten LEDs waren natürlich etwas heller als die alten, somit habe ich kurzerhand die restlichen 14 für die Temperaturanzeige, das Tacho und das Drehzahlmesser auch getauscht. Somit leuchtet das Ganze nun heller und schöner als zuvor für nicht mal 3 Euro Materialkosten. Nach einem kurzen Test auf dem Schreibtisch habe ich den ganzen Instrumentencluster wieder zusammengebaut, die Zeiger montiert, auf die Nullstellung gebracht und danach wieder alles im Auto verbaut. Bei der ersten Fahrt im Dunkeln war deutlich bemerkbar, dass die neuen LEDs bei höchster Helligkeitseinstellung, welche ich bisher immer nutzen musste, deutlich stärker leuchteten als zuvor. Nach einer kurzen Einstellung der Helligkeit im Bordcomputer leuchtet nun aber alles so, wie ich es möchte, inklusive der zuvor kaputten Tankanzeige. Sicher ist das Löten nicht für jeden etwas, wer damit aber vertraut ist, kann sich die teure Reparatur beim Fachmann sparen. Schwer ist es auf jeden Fall nicht. Mir hat das Ganze auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich nun wieder eine voll funktionstüchtige Tachobeleuchtung in meinem Alfa Romeo habe.